Es hat jetzt auch wirklich keinen Spaß gemacht, irgendwie da jemanden an den Pranger zu stellen. Letztendlich, sage ich mal ganz klischeehaft, liebe ich aber das Klettern so sehr und denke, es wird eben durch Unehrlichkeit kaputt gemacht, dass es mir schon wert gewesen ist, das so gemacht zu haben, wie ich es gemacht habe. Well, to be honest, I didn't even read it because I was not that interested. But I must say it was quite bizarre and something that I haven't really seen in climbing before. Maybe it has existed. I have never noted it, but yeah, it was a new type of experience, let's say. Die heutige Sendung widmen wir einem Thema, das eigentlich 3 Jahre alt ist. Remo, damals geriet der schwedische Profikletterer Said Belay in die Schlagzeilen, weil seine Begehung der legendären Aktion direkt angezweifelt wurde. Es gab damals einen regelrechten Shitstorm. Said Belay ist dann von der Bildfläche verschwunden, doch jetzt ist er zurück und wir konnten ein exklusives Interview mit ihm führen und sind gespannt, was er heute zu der ganzen Sache sagt. Auch der Urheber der Kontroverse, der Filmemacher Hannes Huch, der damals als erster seine Zweifel gegenüber Said Belay öffentlich gemacht hat, kommt heute bei uns zu Wort. Remo, kann man damit einen Schlusspunkt unter die Sache setzen? Das werden wir dann sehen in der Sendung. Es gibt auf jeden Fall ganz viel zu diskutieren und spannende Aussagen von beiden Seiten von Said wie auch von Hannes Huch. Beta, die monatliche Klettersendung, wird präsentiert von Bächli Bergsport, Petzl und Etrfor. Tauchen wir jetzt aber zuerst in die aktuellen Themen ein, Remo. Ich war etwas weg vom Geschehen in letzter Zeit, jetzt bin ich zurück. Datiere mich bitte auf. Was war wichtig? Ja, endlich haben wir einen Aspiranten für Silence, die 9C-Route in Flatthanger, und damit beginnen wir die News gleich im hohen Norden. Ziemlich genau 5 Jahre ist es her, als Adam Ondra Silence klettern konnte und mit 9C bewertete. Seither hat niemand ernsthafte Versuche gestartet, die erste Wiederholung zu schaffen. Diese Durststrecke beendete nun Stefano Ghisolfi. Er begann die Route zu projektieren und konnte relativ bald die obere Schlüsselstelle klettern. Die untere Schlüsselstelle, welche Ondra damals mit einem absurden Knieverdreher löste, stellte Ghisolfi vor größere Probleme. Doch er fand eine neue Beta und konnte auch diese Stelle entschlüsseln. Natürlich ist er noch weit davon entfernt, die Route als Ganzes zu klettern, und doch weckt sein Auftritt Hoffnung auf eine erste Wiederholung. Dem jungen Südtiroler Alpinisten Jonas Heinz gelingt die Free-Solo-Begehung von Moulin Rouge in der Rotwand. Die Linie durch die imposante und überhängende Wand in der Rosengartengruppe wurde vor 20 Jahren von seinem Vater Christoph Heinz eingerichtet. Mit seinem Free-Solo gelingt dem 25-Jährigen einer der wichtigsten ungesicherten Alleingänge der vergangenen Jahre. Er gesellt sich zu der exklusiven Liga der großen Sologänger in den Dolomiten um Alexander Huber oder Hans-Jörg Auer. Seit längerem war es in der Kletterszene ein offenes Geheimnis, seit August ist es offiziell. Sean Rabatou eröffnete mit Alphain den erst dritten 9A-Boulder weltweit und den ersten der Schweiz. Bereits sind mögliche Wiederholer am Start, der Brite Aidan Roberts oder der Belgier Simon Lorenzi etwa. Letzterem gelang es, trotz schlechter Bedingungen die 9A-Linie in 2 Etappen zu klettern. Wird mit den kommenden kalten Temperaturen auch bald eine erste Wiederholung von Alphain folgen? Ein starkes Team bestehend aus Mathilda Söderlund, Sascha Di Julien und Brett Harrington formierte sich vor wenigen Wochen, um sich die erste Wiederholung von Raju in den Picos de Europa zu sichern. Erst begangen wurde Raju von den Gebrüdern Pu zusammen mit Kiko Cerda im Jahr 2020. Mit Seillängen bis 8C, weiten Hakenabständen und messerscharfen Griffen gilt die Mehrseillängentour als eine der schwierigsten der Welt. Kommen wir zu unserem Fokusthema, der Fall Said Belay. Es war ein kleines Erdbeben, das durch die Kletterszene ging, als Hannes Huch 2019 in seinem Blog verkündete, er habe Zweifel daran, dass der schwedische Kletterprofi tatsächlich, wie behauptet, die Route Aktion direkt geklettert hat. 3 Jahre ist das her, das Thema verschwand, doch viele Fragen blieben unbeantwortet. Vergangenen Mai konnten wir dann Said Belay zum exklusiven Interview treffen, mit ihm über die Geschichte im Rückblick mal sprechen. Ja, vor allem hat uns Wunder genommen, sagt er heute etwas anderes als damals, doch rollen wir die Ereignisse zuerst auf und hören dann, was er zu sagen hat. Im Oktober 2018 verkündet Said Belay auf Instagram seinen Durchstieg der legendären 9A-Route Aktion direkt. Er bedankt sich bei Sicherungspartner, Fotografen, Filmemachern und erntet Glückwünsche aus der Szene. Niemandem kommt die Meldung zunächst seltsam vor. Nur der Filmemacher Hannes Huch wundert sich. Er ist dabei, einen Film über Said und Aktion direkt zu drehen und hatte Said eigentlich gebeten, ihm Bescheid zu sagen, wenn er den Durchstieg versucht. Oder zumindest selber mit dem iPhone zu filmen.
Beides findet nicht statt und so vollendet Huch seinen Film ohne die Durchstiegssequenz. Ich hatte also das Video fertig geschnitten, war da eigentlich ganz happy mit, habe das Profis gezeigt hier in der fränkischen Schweiz und die waren danach eben, geradezu betreten und auf meine Nachfrage, ob das denn so ein furchtbar schlechtes Video sei, was ich da gemacht habe, meinten die beiden, ganz ehrlich, irgendwie das Video wirft mehr Fragen auf, als es Antworten liefert und der Said, da gibt es einfach schon immer Gerüchte, dass er mehr behauptet, als er getan hat. Huch beginnt nun selber zu recherchieren. Wieso hat Said ihm nicht im Vorfeld des Rotpunktversuchs Bescheid gesagt? Kann es sein, dass Said die Route plötzlich schaffte, wo er doch die Züge zuvor kaum hinbekommen hat? Und wer war der Sicherungspartner? Huch entdeckt immer mehr Unstimmigkeiten, versucht diese mit Said zu klären, ohne Erfolg. Schließlich entscheidet er sich, seine Zweifel öffentlich zu machen. In einem Blogbeitrag mit dem Titel Fame is a Bitch legt er dar, wieso er Said nicht glaubt. Einerseits ging es mir um Said, wo ich so dachte, also irgendwann ist es auch echt vorbei, selbst der naive Hannes glaubt nicht alles. Und es ging mir eben andererseits auch ums Klettern grundsätzlich, weil man kann ja, finde ich, schon die Frage stellen, ob das Klettern noch so ist, dass eigentlich jeder alles behaupten kann und man glaubt es ihm, bis das Gegenteil bewiesen ist, was de facto unmöglich ist, weil du kannst jemandem nicht beweisen, dass er etwas nicht gemacht hat. Doch seine Zweifel formuliert er stichhaltig. Das Netz beginnt zu toben. Einmal mehr flammt das Thema Fake News im Bergsport auf. Doch auch Huch wird kritisiert. Sein Vorgehen empfinden manche als zu offensiv, wo er doch keinen eindeutigen Beweis vorlegen kann. Said meldet sich nur noch einmal zu Wort. Gegenüber La Crux beantwortet er einen ganzen Fragenkatalog, doch Klarheit herrscht danach keine. So kann Said etwa nicht sagen, wer ihn bei der Rotpunktbegehung gesichert hat. Eine zufällig anwesende Person mit Namen Mike soll es gewesen sein, doch der Kontakt sei danach abgebrochen. Auch Videomaterial seines Durchstiegs, das zufällig anwesende Tschechen gemacht haben sollen, ist bis heute nicht aufgetaucht. 2019 zieht sich Said zurück. Inzwischen ist er auf Instagram wieder aktiv. So we're going to, well, I guess when we come up to this crossroad here, we can see. Rund 3 Jahre später ist Said zurück. Gut gelaunt klettert er am Rocktrip inmitten der Petzl-Familie, als wäre nie etwas gewesen. What is 8A? Much later. No. Yeah, clean. I need to warm up. Auch ein Interview mit uns schlägt er nicht aus. Wie blickt er inzwischen auf das Geschehene zurück? Kann er heute Klarheit schaffen? So Said, welcome. It's Thank you. A pleasure meeting you here in person. Yeah, likewise. Getting the chance to talk to you. Yeah, How are you doing? very good. We are obviously here in paradise in Manikia in Greece. And yeah, you have good climbing, the community is here, and the ocean is about 10 minutes away, so no complaints yet. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. يا فود الله. الله يبارك فيك، الله يعطيك الصحة، الله يعطيك الصحة والسلامة، الله يطول عمرك. Thank you. I know just the very basic, but I respect. The last time we were in touch, like many phone calls and emails, was back in 2019. when Yeah. Hannes Huch accused you of not having climbed Axion Direct. He even said the other routes he didn't climb. Since then, a lot of time passed. What process did you go through since then? Well, the process was, as always, we went rock climbing and focused on that. And that spring there, for instance, we were on our way to Morocco with a car full of bolts. But then COVID hit and we were trying to sneak around in France for about a month. But in the end, it was too difficult. And the only country in Europe, basically, where it was more or less free was Sweden. So we went back to Sweden, and when I was driving there on the Autobahn, I was like, shit, what am I going to do with all these bolts? Because when COVID hit, nobody really knew how long that was going to last. But quite soon we realized that, man, might as well take ages. So we need to have a proper project now, what to do. And I had a few crags in the back of my mind, back in Bohuslän, which is just north of Gothenburg, my hometown, that are completely untouched.
And I said, okay, this is the good time to start developing those crags. So during the 1.5, 2 years of COVID, my main focus was developing new climbs. And in this time, I think I developed 5 completely new sectors for climbing, all sport climbing, more or less. So your way of dealing with the whole story back then was going climbing and going rock climbing, being outside. Yeah, I mean, that's what we always do. And, you know, these things, I mean, if people want to believe or not believe in these things, if they want to believe in Jesus or not, or the Loch Ness Monster, you know, it's not really my business. My business is with the art of rock climbing and music. That's what we do. So you took that break from social media, but also, I guess, from all the topic around Hannes Huch and the accusations. Looking back, is that over for you now? It's always been over for me. That was, for me, it was never a thing, because, you know, if people want to start, you know, investigating other people, or people can start accusing each other, this is not what I do in my life. We always try to focus on the positive aspects and try to give something positive to the universe. There's always going to be something else going on, but, you know, I don't have time for this kind of stuff. That's not what I do. Climbing is what we do, and as I said before, that's always going to be the case. One day there was all of a sudden that article online about the accusations against you, Yeah. which I guess was pretty brutal. How was it for you? Well, to be honest, I didn't even read it because I was not that interested. But I must say it was quite bizarre and something that I haven't really seen in climbing before. Maybe it has existed. I have never noted it, but yeah, it was a new type of experience, let's say. But okay, these things happen all the time. I mean, I know in the more world where there are famous people, I think these people are dealing with this kind of stuff every day, no? So I guess if it's Johnny Depp or Michael Jackson or some person like that, I'm sure they're getting quite used to it. In climbing, this is maybe a new thing, but yeah, I mean, what are you gonna do? If people want to do things like that, okay, go ahead. As I said earlier, we have our focus and our purpose. And these things should never get in the way of what we're doing. But you said you never read the article. No. What he really accused you of. No. So I can tell you what he said. Well, I've heard through friends and, you know, all that stuff that was going on online. I didn't read or follow anything. Not interested. And I wasn't interested then, and I'm not interested now either. Did you ever experience something like this again or before? No, and I will let you in on a little subject here that we're not going to talk about so much more because it's a whole topic of itself. But I don't know what the reasons were and what the, you know, whatever, but the result were some subjects that I definitely haven't seen in climbing, which are threats, hate, racism, and bullying. And these are quite serious matters, I think, that, yeah, you can do your own thinking about what all this means, but this is not okay in my book. But it's not the first time that I've been, you know, a target for racism, and the only way for me to deal with it is to let people be. I mean, in Sweden now we have a far right-wing party that's really, really strong. What are you going to do about it? Are you going to try to discuss this with these people or do something? Well, let them do their thing and we do ours. We try to provide something in the other side of the spectra instead, and for me that's always been the way to deal with it. So you got like threatened and you were confronted with racism because of that accusation of Hannes Huch? I have spoken on this matter now. Das ist, was Said heute sagt. Raymond, du hast das Interview geführt. Wie war es für dich? Ja, ich schätze ihn Said sehr als Person. Er ist sehr sympathisch, kollegial im Umgang. Im Interview war es ein bisschen schwierig. Ich habe ihm als Interviewer die Frage gestellt zu ihm als Person, zu seinen Gefühlen und kriege eine ganz andere Antwort. Das ließ mich sehr oft so ein bisschen ratlos dastehen.
Ja, er ist sehr schnell bei allgemeinen Themen angelangt, wie Covid, Michael Jackson, schwedische Politik und so weiter. Und auffällig wenig, wie du sagst, bei dem, was du gefragt hast, nämlich bei seiner Person. Für mich klingt er ehrlich gesagt nicht glaubwürdig. Darüber diskutieren wir nachher noch. Ich möchte zuerst aber den Punkt aufgreifen, den er zuletzt erwähnt hat. Ein ernster Punkt. Er sei Opfer von Rassismus und Mobbing geworden durch die Veröffentlichung von Hannes Huch. Ja, hat sich Hannes Huch eigentlich mal die Frage gestellt, ob er mit der Geschichte zu sehr exponierte? Ja, also dieses Rassismus-Argument, muss ich gleich sagen, finde ich echt extrem schwach. Du findest auch in meinem Instagram-Account einen Beitrag dazu, wo jemand also grundsätzlich die deutschen Kletterer als Nazis bezeichnet, die wollen, dass nur Arier die Aktion klettern. Ja, ich meine, mit der Keule erschlägst du natürlich jede Diskussion im Ansatz. Ich finde, er hätte sich auch genauso gut hinstellen können, und da gibt es ja eben Beispiele im Alpinismus für, und sagen können, ey, sorry, das lief nicht mehr so mit meinen Sponsoren, auch ich bin auch nur ein Mensch und wollte eben Fame auf Instagram und bin übers Ziel hinausgeschossen, und ich bin mir sicher, jeder hätte ihm verziehen. Für Hannes Huch ist also klar, Seid hat damals die Chance verpasst, einen Fehler einzugestehen. Die große Frage stellt sich natürlich, hat der Seid nun eine zweite Chance verpasst im Interview mit uns? Ja, ich finde ja, weil es spricht einfach alles gegen ihn weiterhin. Und auch was er jetzt in diesem Interview sagt, spricht überhaupt nicht für ihn. Du wirst nachher gleich sagen, es gibt keine harten Fakten, ich weiß, aber es gibt einfach eine Unmenge an Ungereimtheiten. Und für mich persönlich sind diese in der Summe dann irgendwann auch nahe bei einem harten Fakt. Und ja, und mit diesem Auftritt in diesem Video, ich sage es nochmal, hat er aus meiner Sicht seine Position einfach geschwächt. Ja, aber Dominik, in der Rechtsprechung, da gilt der Grundsatz in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Anno dazumals in der Recherche stand ich mit Rock and Ice Climbing Magazine, Klettern.de im Kontakt, da wurden Flugzeiten abgefragt, Regenradars gecheckt. Es gibt, und das hast du ja angekündigt, das werde ich sagen, und das sage ich auch, keine harten Fakten in diesem Fall. Ja, darüber könnten wir noch Stunden diskutieren. Ich finde einfach, man muss sich bewusst sein, im Bergsport, im Alpinismus allgemein, es gibt diesen edlen Grundsatz, es gilt das Wort, was ja schön ist, denn es gibt keine Schiedsrichter, es gibt keinen Videobeweis, nichts, oder? Aber wenn man diesen Grundsatz hat, kann man nicht im gleichen Maße den anderen Grundsatz vertreten in dubio pro reo, weil das lädt einfach dazu ein, dass jeder sagt, was er will, und dann sagt, ja, beweis mir doch das Gegenteil. Dann kann ich ja eigentlich morgen in Frankenjura gehen, sagen, Herr Rehmer, ich habe dann Axion Direkt geklettert, beweis mal das Gegenteil. Was willst du machen? Ja, ist auch irrelevant, ob du Axion Direkt geklettert hast oder nicht. Aber was natürlich schon ein Problem ist, unser Sport, der professionalisiert sich ja zunehmend. Immer mehr Geld ist im Sport drin. Es ist also, wenn ein Athlet etwas begeht und etwas behauptet, dann stehen ja die Sponsoren dafür ein, auch wenn er das kommuniziert. Ich habe damals, als die Kontroverse aufkam, mit verschiedenen Brands gesprochen, mit Black Diamond oder mit Patagonia, das ist ein Sponsor von Seid, und beide meinten anno dazumals, sie würden keinen Videobeweis oder Beweis einfordern von ihren Athleten und würden dies auch zukünftig nicht tun. Aber gehen wir jetzt nochmals zurück zu Seid und zu Hannes Huch. Wir wollten von den beiden wissen, wie stehen sie denn jetzt heute zueinander? For me, Hannes is still a friend. If he has some issues, okay, I'm sorry if I let him down somehow or something happened, but I mean, never had these types of intentions, and if anyone asks me, I have only good things to say about this man. And, you know, if he would show up here, he's a friend, you know. So there are sometimes, with any friend or a partner or family member, some misunderstandings, but the way to sort it out is to meet and talk about it. And this is what we should have done from the beginning. Das ist wirklich süß, dass er das sagt, und ich würde ihm sicherlich nicht die Tür vor der Nase zuschlagen, aber ich meine, er hat ja auch schon über mich wirkliche Unwahrheiten behauptet infolgedessen. Also zum Beispiel, dass ich ihn gestalkt hätte, diesen Film unbedingt zu machen. Das stimmt nicht. Der wollte das mindestens genauso wie ich. Der Typ hat sich dermaßen in Lügen und Widersprüchlichkeiten verstrickt, dass wenn er sagt, ach, wir können doch einfach Freunde sein, das beenden. Ich weiß nicht, in welcher Parallelwelt er da lebt, aber ich glaube, er macht sich
echt was vor, wie das Leben so funktioniert. Damit setzen wir einen Schlusspunkt. Die Sache bleibt verworren, auch 3 Jahre nach dem Skandal. So ist es. Remo, ich würde sagen, lass uns etwas die Stimmung heben. Erzähl von deinem Zeltausflug. Du und Christian, ihr habt ein Zelt getestet. Genau, wir waren mit dem Arc'teryx 3 von Bach unterwegs. Für einmal nicht in der Höhe, sondern im Flachland. Wir waren mehrere Tage an einer Flusswanderung. Das Arc'teryx 3 ist nämlich ein perfektes Zelt für Mehrtagestouren. Es ist leicht, aber trotzdem sehr geräumig und deshalb ein echt gutes Teil, wenn man mehrere Tage unterwegs ist. Das klingt gut und recht, aber kannst du es beweisen? Kein Problem. Wir haben hier ein kleines Video produziert, das die wichtigsten Features des Zelts vorstellt. Das Arc'teryx 3 von Bach ist ein sehr robustes und großzügiges Tunnelzelt mit einer Länge von 4,3 Metern und trotzdem nur einem Gewicht von 2,8 Kilo. Natürlich Farbkodierung bei den Gestänge, sehr einfach aufzubauen. Das Arc'teryx 3 von Bach ist für uns deshalb das perfekte Zelt für Mehrtagestrackings in den Bergen oder eben bei Flusswanderungen oder anderen Abenteuern, wie wir es hier erlebt haben. Aber gleichzeitig kann man es natürlich, weil es so großzügig bemessen ist, auch sehr gut auf dem Campingplatz brauchen. Übrigens ein 4-Jahreszeiten-Zelt kann man also auch im Winter benutzen. Ja, und noch etwas Erfreuliches, wir dürfen noch einen Gewinner küren, nämlich in der vorletzten Sendung haben wir das VK Rope von Mammut verlost. Und zwar haben wir das so ein bisschen lottomäßig gemacht. Ihr musstet uns eine 5-stellige Zahl geben und der Gewinner heißt Civix. Er war mit seiner Zahl am nächsten an der Seriennummer da. Ja. Ihr wisst schon. Ja, herzliche Gratulation von unserer Seite her. Damit sind wir jetzt definitiv am Schluss der heutigen Sendung. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen. Falls ja, gebt uns wie immer einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal.